Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schaut mal her, was ich hier in den Händen halte. Ich habe hier nämlich das Xperia 5 Mark II in der Hand und wir werden das gemeinsam auspacken. Machen wir den Rundgang um die Box. Unten steht Xperia 5 Mark II. Auf der rechten Seite genau dasselbe. Ein paar Angaben. Das sehen wir hier. Die Farbe ist blau. Und auf der linken Seite wieder Xperia 5. Auf der Rückseite ein paar technische Spezifikationen. Wir haben hier zum einen die Triple Camera, also 3x12 Megapixel Kamera. Wir haben eine 8 Megapixel Frontkamera, ein 6,1 Zoll großes Full HD plus HDR OLED Display mit 120 Hertz, ein 4000 mAh Akku, den Qualcomm Snapdragon 865 und eine Staub- und Wasser-Zertifizierung nach IP65668. Des Weiteren haben wir hier eine Kooperation mit Zeiss, Wi-Fi Certified, MicroSD-Karte ist noch dabei, NFC, Bluetooth. Die Version weiß ich jetzt gerade nicht davon. Ich würde sagen, wir öffnen die Verpackung. Wir heben den Deckel mal an. Unter dem Deckel ist nichts. Zum Vorschein kommt das Gerät an sich. Nehmen es mal raus und werfen einen ganz kleinen Blick drauf und legen es ganz kurz beiseite, um uns nämlich den Verpackungsinhalt anzuschauen. So, Sony ist ja sehr, sehr gut darin, solch einen Stapel, solch einen Batzen hier immer mit in die Box zu legen. Das ist hier die Schnellanleitung. Hier haben wir verschiedene Sprachen, das ist nichts für uns. Das ist wichtige Information, SAR-Information. Das ist wieder nichts für uns. Das hier auch nicht. Also ich würde sagen, wir gucken uns das an. Wir gucken uns diese Sachen hier an. Und zwar machen wir doch den Anfang hier mit dem SAR. Informationsblatt. Ne? 0,278 Watt pro Kilogramm. Das sind die Werte für uns. Okay. Dann haben wir hier wichtige Informationen. Gucken wir mal, wo das Deutsche ist. Hier. Pflege und Verwendung Ihres Gerätes. Laden, Akku, medizinische Geräte beim Fahren, Zubehör, Schutz, beschränkte Garantien, unsere Pflichten, Bedingungen. Könnt ihr hier pausieren und euch alles durchlesen, wenn ihr wollt. Und Markenvereinbarung, Copyright, das war's. Kommen wir zur Schnellstarteinleitung. Hier haben wir das Telefon und den SIM-Schlitten. Xperia Mark V Sony. Machen es mal auf. Gucken es uns an. Nummer 1. SIM-Schlitten rausnehmen. SIM hier reinlegen. Ihr seht die Kombination. Wir können entweder eine SIM und eine MicroSD-Karte rein oder 2 SIM-Karten. Dann müssen wir das Gerät einschalten, es vibriert und das Display geht an. Und hier haben wir nochmal die Ein- und Ausgänge. Hier seht ihr es schon. Zeige ich euch gleich bei mir immer noch den Kopfhöreranschluss. Auf der rechten Seite lauter Leise-Wippe. Ein Ausschalter mit dem Fingerabdrucksensor. Google Assistant Key. Kamera Key. Und USB Typ C. Okay, auf der Hinterseite NFC. Und was das hier ist, weiß ich nicht. Auf der
der Rückseite ist nichts, also kann das getrost weg. So, wir gucken uns den weiteren Lieferumfang an. Gut, in meiner Verpackung, normalerweise sind hier noch kabelgebundene Kopfhörer drin, die fehlen jetzt bei mir. Wir gucken uns das Netzteil mal an. Es ist ein USB Power Delivery 18 Watt. Braucht mir gar nichts schauen. 18 Watt, Sony. Und zu guter Letzt noch hier das USB Typ C Kabel UCB24, ne? USB-C auf USB-C. Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Gerät an sich. Hier haben wir das tolle Stück. 6,1 Zoll, Format 21:9, das heißt, das ist ein längliches Telefon. Ein längliches Telefon in die Länge gezogen, aber dafür schmal und es liegt super in der Hand, wirklich absolut angenehm. Hier, mein Finger, die Finger berühren sich hier, so schmal ist es. Und durch die abgerundeten Seiten hier liegt es absolut gut in der Hand. Guckt euch das mal an. Rund gelutscht. Also es liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Hier, wie gesagt, 6,1 Zoll. Hier vorne haben wir die 8 Megapixel Frontkamera. Hier die Hörmuschel mit Lautsprecher. Hier unten seht ihr einen weiteren Schlitz. Ich zeige es mal so. Jetzt dürftet ihr hier den Schlitz sehen. Da. Schlitz für den zweiten Frontlautsprecher. Jetzt kommen wir zur Riesenorgie. Guckt euch das mal an. Kamera-Button. Ne, wenn ich das jetzt mal so halte. Hier kann man so nämlich Fotos schießen. Kamera-Auslöser-Knopf. Google Assistant Key. Ein Ausschalter mit Fingerabdrucksensor. Mit integriertem. Und dann hier die Laut-Leiser-Wippe. Auf der Kopfseite haben wir einen Kopfhörereingang. Das gibt es ja nicht. Guckt euch das mal an. 3,5 mm Klinke. Hier Mikrofon. Linke Seite ist der SIM-Schacht mit dem SIM-Schlitten. Den kann man auch mit dem Finger entfernen. Das ist ja das Gute, was Sony hier immer mitliefert. Seht her. Ich kann dann einfach so mit dem Finger rausziehen. Und ihr seht die Angabe bereits SIM1, SIM2 und SD-Karte, MicroSD. Sonst ist da nichts weiter. Auf der Unterseite haben wir USB Typ C und ein weiteres Mikrofon. Auf der Rückseite haben wir die 3x12 Megapixel Kamera mit Zeiss T-Stern. Das ist einfach nur die spezielle Beschichtung der Sensoren, der Linsen. Hier oben Blitzlicht und dann nochmal ein Sensor. Das ist wie gesagt die Farbe Blau. Hochglänzend, ne, Glanz, und ihr seht schon hier überall Fingerabdrücke, also es ist nicht matt gehalten. So könnt ihr mal sehen die Farbe. Also es kommt schwarz schon ziemlich nah, aber mir gefällt diese Farbe auf Anhieb. Kann ich nichts entgegenbringen. Doch, also gefällt mir. So, und jetzt nochmal zu den Knöpfen. Okay, dieser Knopf hat Spiel, der nicht. Der ist auch sehr gut zu erreichen. Ja, da kommt mein Daumen direkt drauf. Den Google Assistant Key, den erspürt man fast gar nicht. Ne? Der ist so im Gehäuse
versenkt, also nicht so wie die Kamerataste. Die spüre ich, das fühle ich, aber die Google Assistant Taste, die spüre ich nicht. Die hat auch ganz minimal Spiel. Ich würde sagen, wir schalten das Gerät mal ein. Wir halten dazu diesen Knopf hier gedrückt. Gerät vibriert, fährt hoch. Und dann würde ich sagen, richten wir es ein. Powered by Android. Das Xperia Logo. Und es geht los. Genau, welcome. Nein, nicht Englisch. Deutsch. Deutschland. Willkommen, Deutsch, erste Schritte. Wichtige Informationen. Mir sind die wichtigen Informationen bekannt. Mir ist bewusst, dass Datengebühren anfallen können. Und das hier ist optional, Hilfsmittel zu verbessern. Das machen wir jetzt nicht. Haben wir nur diese beiden Punkte. Akzeptieren. Mobilfunkverbindung herstellen, das geht nicht. Wir haben keine SIM-Karte reingesetzt. Also überspringen wir hier an der Stelle. WLAN verbinden können wir jetzt auch mal überspringen. Offline einrichten mit einer Wiederholung. Schnell einrichten, das machen wir später. Fortfahren. Datum und Uhrzeit kann ich auch später einstellen, das ist kein Problem. Klick mal auf Weiter. Google-Dienste, Standort verwenden, WLAN-Suche zulassen. Standort verwenden, das machen wir. Die WLAN-Suche zulassen, das machen wir nicht. Denn Apps und Dienste dürfen immer nach WLAN und Geräten in der Nähe suchen, auch wenn WLAN oder Bluetooth deaktiviert ist, und das gefällt mir nicht. So, Nutzungs- und Diagnosedaten senden wir auch nicht. Updates und Apps installieren. Okay. So, Displaysperre einrichten, das machen wir. Mach jetzt mal ganz schwer, bitte nicht nachmachen. 1, 2, 3, 4. Oh, ich spüre nebenher die Vibration des Geräts und die ist nicht so auf höchstem Level. Ja, es ist definitiv nicht wie ein Google Pixel iPhone oder ein Galaxy Note 20 Ultra. So, mit Fingerabdruck entsperren, das machen wir. Das richten wir jetzt mal ein. Homescreen gelandet. Wir gucken gleich mal, was hier an Bloatware mit installiert wird. Okay. Wir haben hier jetzt Telefon, das ist die Google eigene App, Kontakte, Google eigene App, Messages, also Nachrichten, Google eigene App. Der Kalender ist sogar von Google, das ist krass, was ist da los? LinkedIn ist das erste. Gucken wir mal. Kann man nur deaktivieren und nicht deinstallieren, aber das deaktivieren wir mal sofort. Brauchen wir jetzt nicht. Das nächste wäre, das ist die Musik-App von Sony. Kamera, das ist die Haupt-App. Die altbekannte und Cinema Pro, Photo Pro sind die neuen jetzt. Diese haben mit dem Xperia 1 Mark II Einzug gehalten und sind nun auch bei dem kleineren Bruder vorhanden. Dann haben wir Spieloptimierer und Call of Duty. Dieses Spiel hat Sony stark beworben. Mit dem 120 Hz Display und einer 240 Hz Touchscan-Rate soll man den Gegnern immer voraus sein. Die Uhr, auch eine Google-eigene App, Einstellungssupport, Dateien, der File-Manager, auch von Google, Internetbrowser, Google, kein Sony-eigene, YouTube, Maps, Fotos, hier haben wir Google Apps,
da kommen wir hier zu der Bloatware Facebook und Netflix. Gucken wir mal, ob wir das löschen können. Auch nur deaktivieren. Aber machen wir sofort. Weg damit. Netflix darf bleiben und Tidal 3 Monate frei. Ist okay. Gehen wir mal in die Einstellung. Gucken uns an, wie der Speicher belegt ist. 128 GB, 19,23 sind davon belegt, das heißt 15%. Okay. Das System belegt 15. Weitere Apps 4,2. Gut. Wir haben, kann ich auch mal zeigen, hier die hohe Bildwiederholrate. Die ist ausgeschaltet. Warum? Das aktivieren wir doch gleich. Das ist doch das gute Feature davon. Und wir gucken nochmal, wie der Fingerabdruckscanner hier ist, ob der schnell ist. Wow. Und ich drücke nicht drauf, sondern touch den nur. Wow. Der ist klasse. Richtig klasse. Das ist mega schnell. Klasse. In the magic of the moment, don't close your mind now, don't turn away, drop your prejudice. Überall. Oh wow, das Gerät vibriert wirklich überall. So, das war's von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.